Zusammen, lasst uns zusammen schöne, einfache Weihnachtskarten malen. Also greift eure Farben und Pinsel und los geht's! So, dann starten wir auch schon mit dem ersten Motiv, und zwar ist das diese kleine Winterlandschaft, die ihr gesehen habt mit den paar Bäumchen. Jetzt habe ich mir erstmal meine Aquarellfarben aktiviert mit Wasser, sodass ich die gleich leichter aus den Näpfchen nehmen kann. So, zoome ich mal ran, damit ihr das besser erkennen könnt. Und zwar nehme ich für das Ganze einen Verwaschpinsel, weil der sehr viel Wasser und Farbe hält. Nun ziehe ich den Pinsel mit der Farbe einfach über das Papier. Zu viel Wasser und Farbe kann ich wieder herunternehmen. Und wenn das so glänzt, ist es eigentlich eine sehr gute Mischung. Aber ich möchte, dass es hier unten noch ein wenig dunkler ist. Ich deute auch ein paar Bäumchen an, indem ich einfach mit der nassen Farbe auf das nasse Papier gehe. Und dann sieht das so aus, als wenn sie im Hintergrund sozusagen so ein paar unscharfe Bäumchen stehen. So, das Gesamte lasse ich jetzt erstmal trocknen. Hier noch ein paar. Und dann mache ich damit weiter. Das Bild ist nun trocken und nun nehme ich eine dickere Konzentration von den Paints grau-bläulich. Das heißt mehr Pigment und weniger Wasser, sodass es halt dunkler ist und sich vom Hintergrund gut abhebt. Im Gegensatz zu eben, wo ich den Verwaschpinsel genommen habe, nehme ich jetzt eine Art Rundpinsel, der relativ elastisch ist. Und damit zeichne ich jetzt zwar ein bisschen zu viel Wasser und Farbe. Ein paar Bäume in den Vordergrund ein. Da ist ein Hundehaar. Dabei tippe ich den Pinsel immer nur so ein bisschen auf das Papier, sodass diese Struktur entsteht. Und hierbei wollte ich, dass es auch so ein bisschen aus dem Hintergrund herauskommt. Hier mache ich jetzt nach unten hin das so, dass es so quasi mit dem Hintergrund verschwimmt. Dazu spüle ich meinen Pinsel aus, tupfe das Wasser ein wenig ab und verblende das nach unten hin. Genauso mache ich hier jetzt noch ein kleineres Bäumchen hin. Und wie viele Bäume ihr natürlich macht und da reinsetzt, das müsst ihr selber wissen. So, jetzt spüle ich wieder meinen Pinsel aus. Tupfe den ab, sodass der wirklich nur noch ein bisschen feucht ist. Und verblende das dann wieder mit dem Untergrund. So, und ich glaube, so würde ich es jetzt auch erstmal lassen wollen. Eventuell mache ich hier noch einen kleinen Baum hin, aber dafür muss das erstmal trocknen, da ich ja Linkshänder bin und ich möchte dabei nichts verwischen. Das Bild ist nun trocken und nun nehme ich so eine Glitzerfarbe. Das sind die Coliro Finetech Colors. Ihr könnt natürlich alternativ zum Beispiel auch einen Gelstift benutzen. Das ist auch kein Problem. Und nutzt da einfach die Farbe, die euch jetzt gut gefällt. Ich habe mich jetzt für Silber entschieden
und mache auf die kleine Landschaft sozusagen jetzt noch ein paar Sprenkel drauf. Wenn ihr nicht wollt, dass das überall nachher auf dem Papier ist, deckt einfach die Seite zu oder die Flächen zu, wo das nicht hin soll. So, nun muss das noch trocknen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch einzelne größere kleine Pünktchen setzen. Als so eine Art kleine Sterne. Für die nächste Karte malen wir eine Art kleines Geschenk. Und zwar verwende ich hier jetzt einen Flachpinsel und male damit einfach Linien untereinander. Dabei können die Linien bei mir ruhig ineinander übergehen sozusagen. Also, dass sie sich berühren. Und dass die Farben ineinander verlaufen, weil ich finde, das hat aber noch so ein bisschen was Besonderes. Sieht noch mal so ein bisschen cooler aus. Und auch hierbei könnt ihr einfach eure Lieblingsfarben nehmen. Oder auch einfach mal verschiedene Farben ausprobieren. So, und das lasse ich jetzt so erstmal trocknen. Die Farbe ist jetzt getrocknet und damit es überhaupt nach einem Geschenk aussieht, mache ich jetzt ohne Lineal einfach mal so ein paar Striche, damit das so aussieht wie ein Geschenk, ein Band, was da umzu ist. Und setze den ganzen noch ein kleines Schleifchen auf. Und die Linien ziehe ich extra noch ein bisschen nach. So sieht das nun schon eher nach einem Geschenk aus. Aber die Linien sind mir persönlich nicht dick und klar genug. Also nehme ich einfach einen dickeren, also mit einer etwas dickeren Mine, einen wasserfesten Feinliner. Ich nehme diese Micron-Liner und ziehe das damit nochmal nach. Als finalen Touch möchte ich da wieder ein bisschen Gold mit einbringen. Aber da mache ich jetzt nur so vereinzelte Punkte rauf. Damit das später auch ein wenig glitzert und noch so einen besonderen Touch drin hat. Auch hier könnt ihr zum Beispiel wieder einen Gelstift in der Farbe nehmen. Kommen wir zur letzten Karte und da muss ich jetzt erstmal ein bisschen was vorbereiten. So, als nächstes malen wir eine Karte mit kleinen Weihnachtskugeln dran. Und zwar mache ich das hier wieder mit der Nass-in-Nass-Technik. Denkt dabei immer daran,
Da, wo ihr das Papier anfeuchtet, auch nur da kann die Farbe hin. Und jetzt könnt ihr ganz einfach die Farbe auf die Kugel aufbringen. Und sie wird sich halt auch nur dort verteilen, wo das Blatt nass ist. Diese Kugel lasse ich jetzt erstmal trocknen. Und zwar male ich als nächstes jetzt diese Kugel, weil bevor ich diese, die dahinter liegt, male, lasse ich die erstmal trocknen, damit sich das nicht ineinander vermischt. Hier habe ich übrigens eben Perry Lane Violett verwendet und nun benutze ich Preußisch Grün. Und das sind alles die Schminke Horadam Farben. Als Pinsel nehme ich hier auch wieder einen Verwaschpinsel, der viel Wasser und Farbe hält und womit man gut nass in nass arbeiten kann. Da ich später noch auf die Kugeln was draufmalen möchte, achte ich darauf, dass es nicht zu hell wird, weil man sonst natürlich später die Muster nicht erkennen kann. Für diese Kugel nehme ich jetzt ein Olivgrün. Und diesmal nehme ich einen kleineren Pinsel, damit ich ein wenig mehr Kontrolle habe. Und damit das jetzt nicht so einfarbig bleibt, mache ich hier, wo das mit der anderen Kugel sozusagen überlappt, mache ich die Ecke ein bisschen dunkler, damit das aussieht wie ein kleiner Schatten. Und dafür habe ich mir dann jetzt noch ein bisschen Perry Lane Grün da hinzugemischt. Und auch das tippe ich im Bereich der Kugel noch mal ein bisschen ein, um ein bisschen Farbvariation zu bekommen. Mit klarem Wasser habe ich hier jetzt noch mal ein wenig reingetippt. Und ihr seht, dass das Wasser dann die Farbe verdrängt und dann so coole Effekte wie hier entstehen. Während das trocknet, kann ich bei den anderen beiden Kugeln schon mal die Aufhängung machen. Und das mache ich hier jetzt mit einem Silber, wieder mit diesen Feintack oder Coliro Farben. Bei der türkisen Kugel kann ich auch schon mit ein paar Details anfangen.
Hier seht ihr jetzt schön, wie das im Licht schimmert. Und sowas mache ich jetzt auf die lilane Kugel auch. Ich drehe mir das jetzt wieder so hin, dass ich nicht in der nassen Farbe von dem Grünen sitze. Aber hier nehme ich jetzt, glaube ich, auch wieder das Silberne. Und mache einfach ein Muster drauf, was mir so zusagt. Für die grüne Kugel nehme ich jetzt das Gold. Und mache da jetzt auch einfach ein Muster rein, was mir so zusagt. Als letztes zeichne ich nun diese Aufhängung von den Kugeln ran. Und das mache ich auch wieder freihand. Und für mich geht das am einfachsten, wenn ich das zu mir hinziehe oder von mir wegziehe. Nehmen wir einfach mal ungefähr an, dass das da ungefähr ist. Ich stempel meine Karten jetzt mit Frohe Weihnachten. Wenn ich den noch finde, dann verlinke ich den unten mal in der Videobeschreibung. Natürlich könnt ihr die Karten dann auch per Hand beschriften. Das ist natürlich ganz euch überlassen. Das sind meine fertigen Weihnachtskarten. Ich freue mich schon wirklich sehr darauf, diese zu versenden. Und ich denke, wie gesagt, dass sich relativ viele über eine selbstgemachte Karte freuen werden. Und es ist einfach nochmal was anderes, gerade in dem digitalen Zeitalter, alles läuft nur noch über E-Mail und so, eine Postkarte oder einen Brief zu bekommen. Also ich freue mich da immer sehr drüber, wenn ich zum Geburtstag oder zu Weihnachten so eine Karte bekomme. Und gerade selbst gemacht finde ich die nochmal ein bisschen besonderer. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch hat das vielleicht ein bisschen Inspiration gegeben, was ihr alles so an Weihnachtskarten machen könnt. Viel Spaß bei eurer Umsetzung und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, zum Beispiel eins von denen hier. Und natürlich, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da, um mich zu unterstützen und schreibt mal super gerne in die Kommentare rein, welches von diesen 3 Motiven euch denn persönlich am besten gefällt. Bis dahin, bleibt kreativ, bis zum nächsten Video. Für mehr schaut super gerne auf meinen Channel vorbei. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Bis dann!